Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Reihe zur Geschichte Israels. Dieses Mal in Teil 5 zum Sechstagekrieg. Los geht's! Zu Beginn der 1960er Jahre hatte sich der Staat Israel nach turbulenten Vorjahren einigermaßen stabilisiert. Der Palästinakrieg von 1949 war gewonnen, die daraufhin folgende Migrationskrise hatte der junge Staat Israel mittlerweile einigermaßen überstanden. Und die finanzielle und soziale Lage im Land hatte sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gebessert. Zur Stabilisierung Israels trug bereits seit den 1950er Jahren auch die neu begründete Bundesrepublik Deutschland bei. Die deutsche Regierung hatte natürlich vor allem hier die Intention, Buße zu tun für das, was man den Juden im Rahmen des Holocaust angetan hatte. Daher versuchte man in den 1950er Jahren mit finanziellen Mitteln, denn viele andere Möglichkeiten gab es ja nicht, ein Stück weit der eigenen Schuld wieder gut zu machen. Und diese Hilfe erstreckte sich darauf, dass man hier zum einen natürlich mit monetären Möglichkeiten eingriff, aber natürlich auch einfach so Güter an Israel lieferte und versuchte, Hilfestellung zu leisten bei der wirtschaftlichen Entwicklung des noch jungen israelischen Staates. Dieses Wiedergutmachungsabkommen, auf das sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der israelische Außenminister Moshe Sharett 1952 einigten, stieß natürlich nicht überall in Israel, wie man sich vorstellen kann, auf Gegenliebe, denn aus der Sicht vieler Israelis, die zu einem nicht geringen Teil eben Holocaust-Überlebende waren, war natürlich eine Verständigung und eine Versöhnung mit Deutschland etwas, was zunächst einmal noch in weiter Ferne war. Und daher verwundert es auch nicht, dass es noch bis 1965 schlussendlich dauerte, bis überhaupt wieder diplomatische Beziehungen der beiden Länder untereinander hergestellt wurden. Doch seit 1966 dann fand sich Israel in Folge in einer wirtschaftlichen Krise wieder, was eben auch damit zu tun hatte, dass die Hilfszahlungen aus der Bundesrepublik Deutschland nun eingestellt wurden. Erstmals hatte die Bevölkerung wieder das Gefühl, dass in Israel eben nicht alles so glücklich lief, wie man ursprünglich gedacht hatte. Viele Leute emigrierten, verließen das Land. Erstmals wanderten mehr Leute aus, als neue Juden nach Israel hinzukamen. Hinzu kam ein Generationenkonflikt zwischen jüngeren und älteren Israelis um die Ausrichtung des Staates und das allgemeine Moralempfinden des Judentums in Israel, unter anderem dadurch angefeuert, dass man der wohl bekanntesten Rockband der damaligen Zeit, nämlich den Beatles, die Einreise nach Israel und das Abhalten eines Konzerts verweigerte, weil man diese Musik für lasterhaft sozusagen hielt und als ein Verderbnis sozusagen für die junge jüdische Generation in Israel. Neben sozialen und wirtschaftlichen Spannungen in Israel waren die 1960er Jahre auch dadurch gekennzeichnet, dass die Spannungen mit den Arabern in der Umgebung wieder zunahmen, insbesondere natürlich mit der arabisch-palästinensischen Bevölkerung, die man ja seit dem Palästinakrieg 1949 aus ihren angestammten Gebieten verdrängt hatte. Man hatte keine Möglichkeit, sich gegen das stärkere israelische Militär durchzusetzen und in die angestammten Gebiete zurückzukehren. Doch in den 1960er Jahren wurde diese Befreiungswelle sozusagen wieder angefacht, und zwar durch die Entstehung der Palästinensischen Befreiungsorganisation oder kurz PLO. Die PLO formulierte von Beginn an den Anspruch, Gebiete der Palästinenser zurückerobern zu wollen, aus denen man verdrängt worden war. Und das Ganze war ganz klar auch mit einer Vernichtung des Staates Israel verbunden. Israel sei im Grunde ein Staat und ein Konstrukt, was nicht in die Region gehöre. Und die Vernichtung dieses Staates sei im Grunde die Reparatur sozusagen des entstandenen Unrechts. Demzufolge spricht die PLO bis heute dem Staate Israel sein Existenzrecht ab, ist also weit weg davon, eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, denn in der Sicht dieser Menschen hat Israel in der Region als eigener Staat keinen Platz. Die für den militärischen Kampf zuständige Organisation innerhalb der PLO ist Al-Fatah oder kurz Fatah, die in den 1960er Jahren bereits Angriffe auf jüdische Siedlungen durchführte. Dabei bewegte sich die Fatah häufig in den Grenzregionen Israels zu Jordanien und auch zum Libanon und löste mit ihren Angriffen immer wieder Vergeltungsaktionen des israelischen Militärs aus, die natürlich auch auf die Nachbarländer wie Libanon oder Jordanien übergriffen und damit jeden Tag im Grunde eine Kriegsgefahr zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten mit sich brachte.
Sicherlich spielten für den Ausbruch des Sechstagekrieges im Jahr 1967 viele verschiedene Gründe eine Rolle. Ein Grund, den man hier allerdings hervorheben muss, ist ein Konflikt der 1960er Jahre zwischen Israel und Syrien um das sogenannte Landwasserleitungssystem. Israel hatte bereits 1964 ein Landwasserleitungssystem aufgebaut, das die kargen südlichen Regionen Israels in der Negevwüste mit den fruchtbaren Regionen des Nordens um den See Genezareth verbinden sollte. Man wollte also im Grunde das Wasser des Sees Genezareth weiterleiten in die kargen Regionen des israelischen Südens. Das führte auf der Seite Syriens zu Widerstand, denn tatsächlich war nicht Öl, sondern Wasser damals die wichtigste Ressource in der Region. Und daher hatte man natürlich Streit um die Verteilung dieser Ressource. Syriens Reaktion auf den Bau dieses Kanals war, dass man versuchte, 2 der insgesamt 3 Quellen des Jordans umzuleiten in gewisser Weise zum eigenen Vorteil. Und das führte zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Syrien und Israel, die allerdings bis 1967 nie zu einem echten Krieg auswuchsen, sondern es waren im Grunde mehr lokal begrenzte Scharmützel, die über die Jahre immer wieder stattfanden, aber noch kein vollumfassender Krieg. Dass dieser Konflikt zwischen Israel und Syrien sich schlussendlich zu einem regionalen Konflikt auch anderer arabischer Mächte ausweitete, hat zu einem nicht geringen Teil auch mit dem Wirken der Sowjetunion im Nahen Osten zu tun. Die Sowjetunion war seit den 1950er Jahren ein Verbündeter Ägyptens, hatte Ägypten mehr und mehr in das sowjetische Lager hineingezogen mit Waffengeschäften und so weiter und hatte sich auch geheimdienstlich in dieser Region engagiert. Seit Mai 1967 streute der sowjetische Geheimdienst in Ägypten gezielt Gerüchte darüber, dass Israel eine große Anzahl von Streitkräften an der Grenze zu Syrien zusammenziehen würde, mit der Absicht, eine Offensive gegen Syrien durchzuführen. Das führte in Ägypten, wo man diesen Informationen des sowjetischen Geheimdienstes traute, dazu, dass man die eigene Armee mobilisierte und seine Bereitschaft erklärte, sich mit Syrien zu solidarisieren, also Syrien im Falle eines Krieges beiseite zu springen. Um diese geheimdienstlichen Gerüchte um eine Offensive auf Syrien zu entschärfen, lud Israel den sowjetischen Botschafter in Tel Aviv zu einer Grenzbegehung ein. Man wollte also hier diese Gerüchte außer Kraft setzen und zeigen, dass das im Grunde alles nicht wahr wäre. Doch der sowjetische Botschafter lehnte dieses Angebot ab und somit blieben diese Gerüchte aufrecht. Ganz im Gegenteil stand nun von israelischer Seite der Vorwurf im Raum, dass die Sowjetunion bewusst einen Konflikt in der Region provozieren wolle. Inwieweit das tatsächlich zutreffend ist, wird bis heute diskutiert. Gewarnt und angespornt durch die sowjetischen Geheimdienstinformationen setzten sich nun am 15. Mai 1967 bereits ägyptische Truppen Richtung Sinai-Halbinsel in Bewegung. Man muss sich klar machen, zwischen Ägypten und Israel lag die Sinai-Halbinsel, die damals eine entmilitarisierte Zone, in gewisser Weise eine Pufferzone zwischen Ägypten und Israel war. In dieses Gebiet setzten sich nun die ägyptischen Streitkräfte in Bewegung und trafen dort zunächst einmal auf UNO-Truppen, denn die UNO hatte nach dem Ende der Suez-Krise dieses Gebiet im Grunde mit Friedenstruppen besetzt. Man wollte also hier ein Friedensgarant sozusagen in der Region sein. Doch die UNO zog schnell Truppen aus diesem Gebiet ab und damit war der Weiterzug für ägyptische Truppen Richtung Israel frei. Als in Israel nun die Information im Mai 1967 eintraf, dass ägyptische Truppen auf dem Weg Richtung Israel seien, wurden die Israelis davon überrascht. Denn man war im Mai 1967 zu diesem Zeitpunkt längst in den Feierlichkeiten zum Jubiläum des israelischen Unabhängigkeitsjahres, sprich 1948. In Israel ließ das Vorrücken ägyptischer Truppen natürlich die Alarmglocken läuten, auch wenn man das noch nicht als eine direkte Kriegserklärung verstand. Denn noch waren keine ägyptischen Truppen nach Israel eingedrungen, sondern lediglich auf dem Weg in eine entmilitarisierte Zone. Doch bis Ende Mai verstärkten sich die Konflikte. Ägypten machte nun ziemlich deutlich, dass man es in gewisser Weise auf einen Krieg angelegt hatte. Man sperrte unter anderem auch die für die israelische Schifffahrt wichtige Straße von Tiran am Roten Meer und signalisierte damit, dass man es auf einen Konflikt letztlich mit Israel anlegte. Israel reagierte auf die ägyptischen Sanktionen, die hier in gewisser Weise verhängt wurden, damit, dass man bis Ende Mai nun Reservisten einzog und sich für einen möglichen Krieg bereit machte. Am 30. Mai 1967 schließlich unterzeichnete Jordanien einen Verteidigungspakt mit Ägypten, wodurch ein mögliches Kriegsbündnis gegen Israel bereits aus Ägypten, Jordanien und Syrien bestand. In Israel sah man nun alle Befürchtungen, die man seit den 1950er Jahren hatte, bestätigt.
angelegt. Man hatte in den 1950er Jahren befürchtet, dass Ägypten mit Hilfe der Sowjetunion aufgerüstet werden könnte und sich zu einer arabischen Vormacht in der Region entwickeln würde, die auf kurz oder lang einen Krieg mit Israel beginnen würde. Und tatsächlich schien das Jahr 1967 diese Sorge zu bestätigen. Dass dieser Krieg, sollte er denn kommen, für Israel nicht nur ein einfacher Krieg sein würde, sondern ein Krieg um die gesamte Existenz des Staates sein würde, das war den Israelis genauso klar wie den Ägyptern. Denn der ägyptische Präsident Nasser hatte tatsächlich vor Kriegsausbruch breit öffentlich für alle hörbar verkündet, dass ein solcher Krieg mit der Vernichtung des Staates Israel enden würde. Und damit war die Angst um die eigene Existenz keine unnötige Sorge oder gar Spinnerei von Seiten Israels, sondern es wurde tatsächlich von der arabischen Führung bzw. der ägyptischen Führung so formuliert und stand hiermit als direkte Bedrohung im Raum. Trotz dieser martialischen Sprache und der Ankündigung, Israel vernichten zu wollen, zögerten die verbündeten arabischen Staaten allerdings 1967 den Krieg tatsächlich zu beginnen, möglicherweise aus Angst vor internationalen Sanktionen oder einfach auch aus Unsicherheit, ob man Israel militärisch überhaupt gewachsen war. Daher zögerte man, wie gesagt, und das verstärkte natürlich auf Seiten Israels nochmals den Druck, denn die Bevölkerung wurde unruhig und befand sich nun in einer dauerhaften Angst- und Existenzkrise. Man fühlte sich in Teilen an den Holocaust erinnert. Viele Leute damals, die in Israel lebten, waren ja noch Holocaust-Überlebende gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel gekommen waren. Und diese Befürchtung, dass sich das Ganze wiederholen könnte, war nun allgegenwärtig. Und entsprechend drängte die Bevölkerung darauf, notfalls auch in einem Präventivkrieg letztlich nun diese Bedrohung zu beseitigen. Doch zu diesem Schritt war die amtierende Regierung und vor allem der amtierende Verteidigungsminister nicht bereit, der militärisch unerfahren war und sich auf diesen Schritt, einen Präventivangriff durchzuführen, nicht durchringen konnte. Daher wurde er schlussendlich abgelöst und durch einen neuen Verteidigungsminister ersetzt, nämlich den bekannten Moshe Dayan, einen Ex-General und früheren Chef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Und dieser General, der nun Verteidigungsminister wurde, strahlte ein Selbstbewusstsein für die israelische Bevölkerung aus, ein Sicherheitsgefühl strahlte er aus und damit fühlten sich die Israelis für einen möglichen Krieg wesentlich besser gewappnet. Am 4. Juni 1967 schließlich rang sich das israelische Parlament dazu durch, den nun amtierenden Verteidigungsminister Moshe Dayan mit einem Präventivschlag zu beauftragen. Das bedeutet, unter dem Ex-General Dayan gingen nun die israelischen Verteidigungsstreitkräfte in die Offensive über und öffneten formell gesehen diesen Krieg. Ursprünglich ging es nun bei dieser israelischen Militäroperation, die faktisch eben ein Krieg war, darum, die ägyptischen Streitkräfte, die sich Israel näherten, zu vernichten. Es war noch kein größer angelegter Feldzug, der mit Eroberungen, Okkupationen oder Ähnlichem einherging. Ursprünglich war das so nicht vorgesehen, doch natürlich wissen wir, dass am Ende ein sehr anderes Ergebnis herauskam, als ursprünglich auch von Seiten Israels angedacht worden war. Am Morgen des 5. Juni 1967 startete Israel einen Überraschungsangriff auf Militärflughäfen Ägyptens und schaffte es tatsächlich innerhalb weniger Stunden, große Teile der ägyptischen Luftwaffe zu zerstören. Nach nur wenigen Stunden nach diesem Kriegsbeginn hatte Israel bereits die Lufthoheit über das gesamte Kriegsgebiet so gut wie erreicht. Unter dem Schutz der israelischen Luftwaffe rückten in Folge israelische Bodentruppen auf die Sinai-Halbinsel vor in Richtung des ägyptischen Suezkanals. Nach nur 3 Tagen erreichten die israelischen Streitkräfte bereits den Suezkanal und hatten damit einen großen Teil ihrer Bodenoffensive bereits abgeschlossen. Doch unter dem Druck der eigenen Bevölkerung und unter dem Gefühl, dass man diesen Verteidigungspakt mit Ägypten eben erfüllen müsse, mischte sich Jordanien schlussendlich doch in diesen Krieg ein. Die Folgen für Jordanien in diesem Krieg waren noch verheerender als für Ägypten, denn tatsächlich verlor Jordanien nun das Westjordanland, das man seit dem Ende des Palästinakrieges besetzt hatte, zum einen, und zum anderen verlor man auch Ostjerusalem, das Jordanien ja über Jahre auch kontrolliert hatte, und damit wurde Jerusalem nun einheitlich durch Israel kontrolliert, was in Israel, wie man sich vorstellen kann, natürlich besonders euphorisch gefeiert wurde. Am 9. Juni 1967, der Krieg gegen Jordanien und Ägypten war bereits so gut wie abgeschlossen, rückten nun israelische Truppen auch gegen Syrien vor. Nach nur 2 Tagen fielen die bekannten syrischen Golanhöhen unter israelische Kontrolle und wurden besetzt. Schlussendlich endete der Krieg Israels gegen die arabischen Staaten nach nur 6 Tagen am 10. Juni 1967, weshalb dieser Krieg auch als Sechstagekrieg in die Geschichte einging. Gemäß offizieller Angaben verlor Israel bei diesem Feldzug
ungefähr 800 Soldaten, wohingegen alleine auf ägyptischer Seite bis zu 15.000 Opfer im Raum standen. Der nun seit dem Palästinakrieg von 1949 nun zweite große Sieg Israels gegen arabische Staaten wurde in Israel, wie man sich vorstellen kann, euphorisch gefeiert. Vorbei war die Krisenstimmung der ersten Hälfte der 1960er Jahre mit den sozialen und wirtschaftlichen Problemen in Israel. Vorbei schien der Generationenkonflikt um die moralische Ausrichtung des Staates Israel, sondern stattdessen hatte nun das israelische Militär einen erneuten großen Sieg eingestrichen, dabei das israelische Staatsgebiet nahezu verdreifacht innerhalb von wenigen Tagen. Der Sechstagekrieg von 1967 wurde auch in zahlreichen Publikationen in Israel gefeiert, teilweise auch in einer humoristischen Art, wobei natürlich vor allem arabische Stereotype letztlich bedient wurden. Man machte sich über die Araber und ihre militärische Leistung in diesem Krieg letztlich lustig. Das führte in der israelischen Gesellschaft natürlich zum Aufkommen von einer recht starken Eitelkeit und einem übertriebenen Selbstbewusstsein in dieser Zeit. Die im Krieg erreichten Eroberungen, die wie gesagt das israelische Staatsgebiet nahezu verdreifacht hatten, waren zunächst einmal nicht als dauerhafte Eroberungen oder Besatzungen vorgesehen. Man muss sich klar machen, Israel hatte bei Beginn des Krieges nicht darauf abgezielt, größere Gebietsgewinne zu erzielen dauerhaft. Man hatte diesen Krieg nicht um Land geführt, sondern aus der Angst heraus vernichtet zu werden. Doch nach 1967 stellten sich nun größere Probleme ein. Zum einen hatte Israel das Land natürlich zunächst einmal benutzen wollen als Pfand für mögliche Friedensverhandlungen im Anschluss mit den arabischen Gegnern. Doch tatsächlich zeigte sich relativ schnell, dass weder Jordanien noch Ägypten offenbar ein großes Interesse daran hatten, die Gebiete, die man verloren hatte, in diesem Krieg zurückzugewinnen. Das führte in Israel zu einem größeren Problem, denn in diesen Gebieten, die vorher von Jordanien, Ägypten, Syrien kontrolliert wurden, lebten Millionen von Palästinensern, die nun quasi durch diese Annexion, wenn man sie durchführen würde, wieder auf israelisches Staatsgebiet gelangen würden. Das bedeutet, die Gefahr stand im Raum, dass man sich quasi neue Probleme nach Israel importieren würde, würde man diese Regionen nun dauerhaft annektieren. Und daher zögerte man zunächst einmal. Doch mit den Jahren setzte sich nach und nach in der israelischen Gesellschaft das Gefühl durch, dass man diese Regionen doch dauerhaft annektieren sollte. Doch auch damals gab es natürlich in der israelischen Bevölkerung schon warnende Stimmen, die genau vor einer dauerhaften Besatzung dieser neuen Gebiete warnten, denn damit würde man im Grunde die Bevölkerung dort letztlich nur zu mehr Widerstand anheizen, weil die Israelis in diesen Regionen natürlich als Besatzer wahrgenommen werden. Und damit stellte man schon damals ein gravierendes Problem fest für Israel, das bis heute tatsächlich erhalten geblieben ist und bis heute in den anhaltenden Konflikten im Nahen Osten immer noch eine Rolle spielt, nämlich die Frage der israelischen Besatzungs- und auch Siedlungspolitik. So viel erstmal bis hierhin in dieser kurzen Folge zum Sechstagekrieg. Ich fasse zusammen. Nach 1949 war der Widerstand der Palästinenser gegen Israel zunächst einmal eingebrochen. Doch in den 1960er Jahren kam mit der Entstehung der PLO, der palästinensischen Befreiungsbewegung sozusagen, erneuter Widerstand gegen Israel auf. Gleichzeitig hatte Israel in den 1960er Jahren zunächst einmal mit massiven sozialen und wirtschaftlichen Krisen zu kämpfen, hatte gleichzeitig aber auch einen Aussöhnungsprozess bereits mit der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland begonnen, der allerdings noch bis Mitte der 1960er Jahre anhielt, bis man dann so nach und nach diplomatische Beziehungen aufnahm. Bereits seit 1964 kam es immer wieder zu größeren Krisen, auch mit den arabischen Nachbarn, insbesondere mit Syrien. 1967 schließlich wurde aus dem zunächst einmal begrenzten Konflikt zwischen Israel und Syrien ein Flächenbrand, der Ägypten und Jordanien in einen größeren Krieg mit hineinbrachte, an dem auch die Sowjetunion offenbar einen größeren Anteil hatte durch die gezielte Streuung von Falschinformationen. Der Krieg von 1967 war aus der Sicht Israels natürlich ein Verteidigungskrieg. Faktisch eröffnete Israel natürlich diesen Krieg mit Luftangriffen auf ägyptische Militärbasen, doch man muss sich eben auch klar machen, dass ägyptische Truppen in dieser Zeit bereits weit vorgedrungen waren durch eine entmilitarisierte Zone, nämlich die Sinai-Halbinsel, und damit natürlich die Angst auf Seiten Israels schürte. Schlussendlich führte der Krieg von 1967 zu einer größeren Blamage für die arabischen Staaten, insbesondere für Ägypten, bei dem man eigentlich angenommen hatte, dass es durch die Aufrüstung durch die Sowjetunion wesentlich stärker geworden sei seit früheren Jahren. Doch tatsächlich erwies sich das israelische Militär hier als überlegen und schaffte es innerhalb dieses Krieges große Gebietsgewinne zu erzielen, die ursprünglich bei der Militärstrategie gar nicht vorgesehen waren, denn ursprünglich wollte man einfach nur die gegnerischen Streitkräfte besiegen, aber keine größeren territorialen Gewinne erzielen.
Schlussendlich hatte Israel aber genau in diesem Krieg das nun geschafft. Man hatte das eigene Staatsgebiet nahezu verdreifacht und stand nun nach 1967 vor der Frage, wie sollte man damit umgehen? Sollte man das Gebiet wieder abgeben, wie das die UNO in dieser Zeit forderte, oder sollte man das Gebiet dauerhaft annektieren? Dieser Prozess dauerte im Grunde Jahre und führte schlussendlich zu einer langsamen Integration dieser Gebiete in israelische Staatsgebiet, womit man allerdings auch neue Konflikte importierte, die teilweise noch bis heute nachwirken. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!